Ich freue mich sehr, dass ich heute Dorothy Kadem-Missak zu Gast habe. Sie ist Pianistin, Dirigentin und Founder des Beethoven Frühlingsfestivals. Herzlich willkommen, Dorothy. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Wir sind heute am Women's Summit und du hattest hier ein Key Speech und hast erwähnt, dass in den Top 10 Orchestern der Welt keine einzige weibliche Dirigentin dabei, Chefdirigentin dabei ist. Chefdirigentin, genau. Es gibt heutzutage schon einige sichtbare Dirigentinnen, tolle Dirigentinnen, aber es ist tatsächlich ein Faktum, laut Gramophone Magazine, dass es in den Top 10 Orchestern der Welt noch keine Chefdirigentin gibt. Hast du eine Ahnung, warum das so ist? Also ich bin überzeugt, dass es nicht daran liegt, dass Frauen schlechtere Dirigentinnen als Männer sind oder dass da Diskriminierung erfolgt, sondern dass es ein strukturelles Thema ist, weil in Wirklichkeit vor 30 Jahren eben nicht so eine Sichtbarkeit von weiblichen Dirigentinnen, so von so tollen Künstlerinnen, wie wir sie heute mehr und mehr sehen, gegeben hat. Und man sagt so schön, you can't be what you can't see. Das ist für mich ein Sinnbild dessen, dass wenn wir für die Zukunft das Ziel erreichen wollen, dass jedes Mädchen auch diese Möglichkeit für sich überhaupt sieht und das in Betracht zieht, dass wir auch auf der Bühne und sichtbar Dirigentinnen erleben dürfen müssen. Dass es dann auch repräsentiert wird. Sehr richtig. Also wenn ich das richtig verstehe, so ein Mangel der Vorbildfunktion, dass man dieses Bild im Kopf gar nicht hat, wie das aussehen kann, wenn dort eine Frau steht. Jetzt bist du selber Dirigentin. Erzähl mir, wie kam es dazu? Ich komme aus einem musikalischen Umfeld. Ich hatte das Glück sozusagen, dass ein Klavier im Haus war, dass ich sehr früh auch mich am Instrument probieren konnte und die Liebe zur Musik auch von meiner Umgebung, von meinen Eltern wahrgenommen wurde. Die haben gemerkt, das ist etwas, das möchte sie und sie haben mich gefördert. Das ist also etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin den Weg als Pianistin zunächst gegangen und bin auch nach wie vor als Konzertpianistin auf der ganzen Welt aktiv. Und habe aber immer schon den Wunsch verspürt, Orchesterdirigentin werden zu wollen. Jetzt war ich in vielen Konzerten und auch hinter den Kulissen bei Proben dabei. Mein Vater war Konzertmeister in Wien. Also ich habe im Musikverein unzählige Proben und Konzerte erlebt, aber ich habe kein einziges Mal eine Dirigentin auf der Bühne gesehen. Das heißt, ich hatte sehr wohl einen inneren Konflikt, etwas zu wollen und aber nicht sicher zu sein, ob das überhaupt in der Welt so möglich ist. Und habe mich aber natürlich dafür entschieden, einfach diesen Weg geradelinig jetzt einzuschlagen. Wann ist dir das bewusst geworden, dass es da, also war dir das von Anfang an bewusst, da hat es keine einzige Frau? Oder ist dir das erst nach so ein paar Momenten dann so, also Moment mal, warum stehen hier nur Männer? Wie war das bei dir? Ich glaube, es ist unterbewusst. Unterbewusst. Also zunächst einmal als Kind nimmt man ja die Dinge so wahr, wie sie sind. Und in der Jugend fängt man dann an, vielleicht die Dinge zu hinterfragen und man kriegt ja auch einen größeren Eindruck, nicht nur von, sagen wir mal, vor der Haustür, wo man ist. Ich als Künstlerin reise ich sehr viel und habe natürlich gemerkt, es ist schon so, es gibt hier und da vereinzelt Dirigentinnen. Also das war dann schon nach und nach, hat man das wahrgenommen und das war dann sicherlich auch mit ein Grund, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Gewagt aber auch mit einem Ziel, weil ich möchte Vorbild sein. Und ich möchte tatsächlich sozusagen als Vorbild dienen, dass womöglich die nächste Generation eben nicht einmal daran zweifeln muss, sondern wenn man den Wunsch verspürt, wenn man dieses Verlangen verspürt, Musik zu machen auf einer Bühne mit einem Orchester als Dirigentin, dass das für jedes Mädchen eine Möglichkeit ist. Und auch irgendwo selbstverständlich dann wird. Machst du nebst dem, dass du selber Dirigentin bist, auch aktiv etwas für, ich weiß nicht, ist das Nachwuchsförderung oder wie kann man das nennen? Ja, absolut. Ich meine, es geht einmal zunächst um eine Bewusstseinsförderung, nicht nur jetzt für den Nachwuchs, sondern vor allem für die Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft wahrnehmen, das ist ein Bereich, der noch viel Potenzial in sich birgt, dass wir eine Gleichberechtigung herstellen in den Möglichkeiten. Und dann natürlich auch als Nachwuchsförderung, ich habe ein Festival gegründet, den Beethoven Frühling. Dieses Festival richtet sich an alle, sagen wir mal, Konzert- und Klassikliebhaber, aber besonders sprechen wir ein junges Publikum an. Weil wir sind jung, wir übernehmen als Junge Verantwortung im Kulturbereich, das ist etwas Besonderes. Und auf der Bühne sind hervorragende junge Künstlerinnen aus der ganzen Welt zu erleben.
Und gleichzeitig gehe ich auch und mache manche Outreach-Programme, wo wir speziell auch erzählen, wie läuft das so ab hinter den Kulissen, wie bereitet sich ein Musiker, eine Musikerin vor und lade gezielt junge, sogar Schulklassen zu meinen Konzerten ein, um nachher auch zu hören, was hat ihnen gefallen, was hat sie bewegt, weil mir das extrem viel auch Zuversicht für die Zukunft gibt. Ich habe dich auch gehört beim Sprechen, dass du Parallelen siehst zwischen dem Spitzensport und einer Musikerin auf dem Level, wie du unterwegs bist. Ja. Erzähl mir etwas mehr darüber, wie du die Parallelen genau siehst. Es ist ja einfach, wenn man mit Musikerinnen und Musikern in Berührung kommt, wird oft gefragt, ja, also wie bist du dazu gekommen? Also wie ist das Musikstudium? Also hast du dich dann nach der Schule dann dafür interessiert? Oder wie kam es dazu? Da können sich oft die Leute nicht vorstellen, wie der Werdegang eigentlich ist. Aber wenn wir über Sport sprechen, wissen wir alle, da muss man sehr, sehr jung anfangen. Da ist sehr viel Disziplin gefragt. Und man braucht eigentlich ein ganzes Umfeld, das diesen Weg begleitet. Jetzt ist das im Sport fast schon selbstverständlich. In der Musikwelt ist es auf einer anderen Art und Weise eigentlich benötigt. Als Musikerin oder als Musiker beginnt der Weg in der kleinsten Kindheit. Als junges Kind, wenn man die ersten Schritte am Instrument macht und die Förderung bekommen sollte, die notwendig ist, damit man diesen Weg möglichst lang und zielstrebig schafft. Es ist eine Entwicklung, die sehr viel Disziplin braucht, sehr viel Ermutigung braucht, ein Verständnis dafür, was der Musikerberuf eigentlich später ist. Weil das hat sich im Laufe der Zeit auch sehr gewandelt. Es ist nicht wie vor 20 Jahren noch. Heute sind wir mit Social Media alle vernetzt. Wir sind in einem Moment, können wir schauen, wie die Weltlage in ganz anderen Teilen der Welt ist. Und gleichzeitig wir müssen auch lernen zu kommunizieren. Es passiert so viel, die Aufmerksamkeitsspanne unseres Publikums wird immer kürzer. Und ich denke, es ist aber die Kraft der Musik und der Kunst im Allgemeinen, wirklich die Seele anzusprechen. Und für einen Moment sozusagen einfach den Fokus mal nur auf das zu richten und alles andere mal auszublenden, was passiert. Der Alltag ist stressig genug. Das Leben geht so schnell voran. Und wenn wir es schaffen, in einem Konzert das Publikum, das da ist, für diese kurze Zeitspanne so zu faszinieren und die Aufmerksamkeit so einzufangen, dann ist, glaube ich, das, was das Ziel als Musiker ist, erreicht. Nämlich das Herz anzusprechen. Du hast es vorhin erwähnt, wenn man anfängt, Musik zu machen oder sich dafür interessiert, dass es sehr wichtig ist, dass man Strukturen hat oder auch schon früh vielleicht von den Eltern auch unterstützt wird, dass man dem nachgehen kann. Jetzt bist du heute eine unfassbare Pianistin. Erzähl mir, wie viele Stunden übst du auch heute? Kann man dem Üben sagen, trainierst du heute noch am Piano? Wir nennen das Üben, aber es ist genau, wenn man es vergleicht, im Sport sagt man trainieren. Es ist eine gute Frage. Also es ist eigentlich ein gut gehütetes Geheimnis, weil es ist wie ein Bankkonto an Stunden, das sich seit kleinster Kindheit angesammelt hat, auf das man auch zurückgreifen kann. Aber gleichzeitig braucht es dieses tägliche Wiederholen und dieser tägliche Fokus. Das hat zum einen auch physischen Aspekt, dass man die Finger und den Körper fit hält, aber zum anderen ist es vor allem ein starker Fokus im Kopf. Denn wenn man sich vorstellt, auf der Bühne 2 Stunden ein Programm auswendig zu repräsentieren, dann steckt da vor allem viel Kopfarbeit dahinter. Und das kann am Instrument erfolgen, idealerweise. Aber nicht immer hat man ein Instrument, wenn ich gerade im Flieger bin oder im Zug von A nach B. Dann kann man die Augen schließen und im Kopf mental üben. Das ist also auch für mich eine Sache, die sehr wertvoll ist, diese Fähigkeit. Das glaube ich. Was ich sehr faszinierend finde, gerade bei Instrumenten, ist, dass hier auch sehr viel mit Muscle Memory gearbeitet wird. Du hast gerade erwähnt, 2 Stunden Konzert, das findet im Kopf statt. Jetzt möchte ich da die provokante Frage stellen, wie viel findet tatsächlich im Kopf statt und wann weißt du, hier muss ich einfach abgeben? Das ist eine sehr gute Frage. Also das, was, sagen wir mal, die Künstler mit jahrelanger Bühnenerfahrung sicher alle mit mir teilen werden, ist die Überzeugung, dass wenn wir auf der Bühne sind, wir natürlich in irgendeiner Form selbst ein einzigartiges Erlebnis haben. Weil es gibt nur in diesem einen Moment
auf dieser einen Bühne mit dem Publikum, das da ist. Und da passiert so vieles, dass man ist vorbereitet. Man hat sozusagen geübt, man hat das Programm bereit, man hat es oft gespielt. Aber in diesem Moment öffnet man selbst auch die Seele. Und man nimmt ja auch die unterschiedlichen Schwingungen und Reaktionen wahr. Man merkt manchmal, wenn die Stimmung so ist, dass man, wie wenn man eine Stecknadel fallen hören könnte. Also wenn die Anspannung so da ist, dass man wirklich auch selbst das auskosten kann. Und zum Schluss sage ich immer, es geht um die Musik selbst, um den Komponisten, um das Stück, um die Aussage, die er oder sie, meistens leider er, weil die Stücke der männlichen Komponisten sind weitaus öfters gespielt, aber es gibt fantastische Komponistinnen und Werke auch, die zu kurz kommen meistens. Aber was ich sagen will, es geht darum, diese Botschaft eigentlich dem Publikum mitzuteilen und diese Geschichte zu erzählen. Und das ist meistens auch in dem Moment eine Entdeckungsreise für mich selbst. Weil das, was die Gefahr ist als Künstler, ist, dass man in eine Routine verfällt. Mhm. Und dann verliert es diesen Spark. Ein Konzert, ein Auftritt ist dann etwas Besonderes, nämlich nicht nur fürs Publikum, sondern auch für mich selbst, wenn ich es wirklich auch erlebe. Und da fließt auch natürlich meine eigene Emotion und meine eigene Erfahrungswelt mit ein. Ich habe Stücke, die ich vor 10 Jahren gespielt habe und heute spiele, technisch sicherlich einwandfrei, aber emotional ist es natürlich um Facetten jetzt reicher. Ich habe im Leben viel erlebt und das fließt alles mit ein. Fließt in die Musik und man kann es spüren und hören. Mhm. Vielleicht als abschließenden Punkt, weil wir hier doch an einem Business-Forum sind. Ja. Bei dem Sport kennt man die Parallelen, da kommt man immer von Leistung, die man dann ins Business übertragen möchte. Jetzt du als Vollblutmusikerin, welche Parallelen siehst oder würdest du als Musiker an Leute im Business weitergeben, wo man etwas davon lernen kann? Also der grundsätzliche Gedanke, jetzt komme ich auf das Orchester kurz zu sprechen, ein Orchester bestehend aus vielen, vielen individuellen Musikern, 50 plus, damit man sich das jetzt in der Größenordnung circa vorstellen kann. Jede Einzelne, großartig auf ihrem und seinem Instrument. Was ist notwendig? Es ist notwendig, dass sie geeint zusammenkommen, mit einem geeinten Ziel, mit einer geeinten Vision, wie dann dieses Musikstück auch klingen soll. Das ist die Aufgabe auch des Dirigenten, das zu vermitteln und diese Führung zu geben. Und da kommt auch sehr viel Vertrauen ins Spiel. Vertrauen ineinander, in die Fähigkeit jedes Einzelnen, aber auch in den Dirigenten, der dann letztlich dieses gute Ergebnis für alle gemeinsam herstellt. Und das Orchester ist für mich ein sehr schönes Sinnbild für die Gesellschaft, weil jeder Einzelne ist doch so einzigartig. Wir haben spezielle Fähigkeiten, Talente. Und nur wenn wir zusammenkommen, können wir auch als Gesellschaft wirklich weiter wachsen. Und für mich ist das Ziel, dass wir alle an einer fortschreitenden Kultur arbeiten. Dass wir erkennen, dass wir nur wenn wir zusammenkommen und zusammenwirken, ein größeres Ganzes entstehen kann. Vielen Dank. In dem Sinne hoffe ich, dass unsere Gesellschaft eine gemeinsame Melodie für die Zukunft finden wird. Vielen Dank, warst du hier, Dorothy. Danke.